Und damit zu unserem anderen Kriegsreporter Ibrahim Naba, im Moment an der Grenze des Libanon zu Syrien. Guten Morgen, Ibrahim. Also der Beschuss im Süden an der Grenze zu Israel hat nun einen Flüchtlingsstrom Richtung Norden ausgelöst. Wie ist denn die Lage bei dir an der libanesischen Grenze zu Syrien? Ja, wir stehen hier gerade mehr oder weniger im Niemandsland. Also hier ist Syrien, dort drüben ist der Libanon und wir sehen hier gerade sehr viele Menschen, die in Busse einsteigen, die sie jetzt gleich nach Syrien bringen werden. Es sind viele Syrer, die zuvor im Libanon waren, die jetzt zurückkehren in das Land. Es sind aber auch libanesische Familien, die sagen, aufgrund der dauernden Einschläge, nicht nur im Südlibanon, sondern auch in Beirut, in der Hauptstadt, müssen sie das Land jetzt verlassen und nach Syrien gehen. Ich möchte euch auch eines hier mal zeigen. Vor wenigen Tagen ist genau hier, also im Grenzgebiet, eine Rakete eingeschlagen, vielleicht auch eine schwere Gleitbombe. Man sieht hier noch den Krater. Das war mutmaßlich ein israelischer Angriff. Israel versucht ja zu verhindern, dass die Hisbollah eben auch aus Syrien Waffenlieferungen bekommen kann und auch andere Logistik. Und das wurde jetzt so zerstört hier, diese Straße, dass tatsächlich keine Trucks oder größeren Fahrzeuge mehr passieren können. Also es sind insgesamt laut den Vereinten Nationen in den vergangenen Tagen insgesamt 300.000 Menschen aus dem Libanon bereits nach Syrien geflohen und es werden immer mehr. Ibrahim, du hast es ja eben schon angesprochen und du warst in den vergangenen Tagen ja für uns immer wieder in der libanesischen Hauptstadt Beirut, hast von dort aus berichtet. Die Kämpfe gehen auch dort weiter. Aber wie gehen die Menschen, die Einwohner in Beirut mit dieser Kriegsgefahr um? Ja, Carsten, die Menschen in Beirut hatten lange gedacht, dass der Krieg etwas ist, das sich nur im Süden des Landes abspielt. Aber sie wissen seit 2 Wochen, dass der Krieg auch bei ihnen in der Stadt angekommen ist. Zuerst gab es die massiven Einschläge in den südlichen Hochburgen von Beirut, da wo die Hisbollah zu Hause ist. Und jetzt aktuell gibt es seit Tagen auch vermehrt Einschläge im Zentrum. Und es sind viele Menschen auch in den christlichen Vierteln. Es sind ja 1/3 der Bevölkerung sind Christen im Libanon. Auch dort in diesen Vierteln in Beirut machen sich die Menschen große Sorgen, dass auch bei ihnen eben es zu Einschlägen kommen könnte in den kommenden Tagen. Denn durch den Flüchtlingsstrom besteht die Gefahr, dass auch Hisbollah-Kämpfer bei ihnen in die Viertel kommen. Genau das haben wir uns mal näher angeguckt und euch einen Beitrag mitgebracht. Der Krieg ist mitten in Beirut angekommen. Dutzende Tote und Verletzte nach einem Luftangriff hier im muslimischen Wohnviertel Basta. Überall in der Stadt macht Israel Jagd auf die Hisbollah-Führung. Und auch in den christlichen Vierteln wächst die Angst, dass es bald bei ihnen einschlägt. Während die Kämpfe zwischen der schiitischen Hisbollah und Israel auf der anderen Seite immer weiter eskalieren, stehen viele Christen hier im Libanon zwischen den Fronten. Ashrafiyeh ist die christliche Hochburg in Beirut. Ili Charbachi ist hier aufgewachsen. Er ist der Chef der Lebanese Forces in der Stadt, der stärksten christlichen Partei im Libanon. Und politischer Widersacher der Hisbollah-Miliz. Es ist ein Krieg zwischen der Hisbollah und Israel. Es ist kein Krieg zwischen der libanesischen Regierung und Israel. Aber leider werden wir gerade alle hineingezogen. Dabei ist unsere Haltung unverändert. Das ist nicht unser Krieg. Doch die Frage ist, wie lange das noch so bleibt. Seit Wochen kommen immer mehr Geflüchtete in Ashrafiyeh unter. Die Gefahr ist, dass sich unter ihnen Hisbollah-Kämpfer befinden und das Viertel so ins Visier gerät. Wir können nie sicher sein, dass keine Hisbollah-Leute zu uns kommen. Wenn die Einwohner hier verdächtige Personen feststellen, rufen sie die libanesische Armee. Und wenn es sich um Hisbollah-Männer handelt, werden sie aufgefordert, zu gehen. Auch in anderen Gemeinden wächst die Angst, von Kämpfern unterwandert zu werden. Im christlichen Bezirk Jezzine im südlichen Libanon erhalten etwa 10.000 Flüchtlinge Hilfe, darunter viele Schiiten. Zuletzt hat die Verwaltung hier bereits verdächtige Personen identifiziert. Das ist ein großes Problem, da haben Sie recht.
Wir hatten bereits Diskussionen darüber mit dem Militärgeheimdienst. Gemeinsam tun wir unser Bestes, um sicherzustellen, dass wir keine Verantwortlichen der Miliz bei uns haben. Toni Ruhayem ist der Pfarrer der katholischen Gemeinde in Chessin. Hilfe für die Geflüchteten aus dem Südlibanon ist für ihn ein Akt der Nächstenliebe. Es gibt hier viele Flüchtlinge aus den schiitischen Dörfern im Süden und wir versuchen alles, um ihnen zu helfen. Meine Angst als Mitglied dieser Gemeinde wäre, dass sich unter den Geflüchteten auch Hisbollah-Kämpfer mischen. Selbst wenn sie kommen sollten, hätten wir nicht die Mittel, um mit ihnen zu kämpfen oder sie davon abzuhalten. Wenn sie kommen, was können wir dann schon tun? Noch herrscht in Chessin Frieden. Aber die Menschen in der christlichen Gemeinde können die Einschläge in der Region bereits hören. Während die Kämpfe zwischen der Hisbollah und Israel immer mehr eskalieren, stehen viele Christen im Land genau zwischen den Fronten. Sie versuchen irgendwie es zu vermeiden, selbst unter Beschuss zu geraten, aber immer mehr entscheiden sich auch dafür, das Land zu verlassen. Das sehen wir auch hier im Grenzgebiet zu Syrien, wo seit Tagen Hunderttausende Menschen aus dem Libanon ankommen, um nach Syrien zu fliehen. Ibrahim, danke für diese aktuellen Informationen von der libanesisch-syrischen Grenze und danke für diese eindrucksvolle Reportage.